Hallo und herzlich willkommen bei der E-Road Webkarte. Das Ziel der Karte ist es, die derzeitige oder auch zukünftige Lage der E-Mobilität und die dazugehörige Elektrizitätsnachfrage darzustellen. Das heißt, möchte man wissen, welche Regionen eines Ortes oder einer Gemeinde besonders attraktiv für eine Ladestation sein könnten oder wo man am ehesten die Energie herbekommt, um die Ladestation zu betreiben, kann die Karte helfen, das herauszufinden. Die ganze Karte selbst ist im Projekt E-Road entstanden, das zusammen mit der Ewald GmbH und dem TSI PISEC die Elektromobilität in Niederbayern und Südböhmen evaluieren und voranbringen möchte. Die Strecken zwischen PISEC und Deggendorf sollten für die Elektromobilität fähig gemacht werden. So, und nun geht es an die eigentliche Nutzung der Karte. Erstmal müssen wir die richtige Region auswählen, in der wir uns die Informationen anzeigen lassen wollen. Hier oben links wählt man den Landkreis und danach die dazugehörige Gemeinde. Danach hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Kategorien zu wählen. Zum Beispiel ist es vielleicht interessant, wie viele Ladestationen es eigentlich im Ort schon gibt. Hier sind es 3. Klickt man auf die Ladestation selbst, bekommt man weitere Informationen und zoomt man etwas aus der Karte heraus, kann man sehen, wie weit man mit einem durchschnittlich vollgetankten E-Auto theoretisch kommen könnte. Gehen wir zurück auf unsere Beispielgemeinde. Die Energienachfrage hier zeigt an, wo am ehesten eine Ladestation anhand von Point of Interest Sinn machen könnten. Die dazugehörigen Gehdistanzen zeigen dann an, wie weit man gehen müsste, um zu einer potenziellen oder schon existierenden Ladesäule laufen zu müssen. An diesem Beispiel erkennt man nun, dass die schon existierenden Ladesäulen ziemlich im Zentrum der Stadt Freyung liegen. Die Gehdistanzen von besucheranziehenden Orten wie Restaurants oder dem Kino sowie Geschäften ist innerhalb eines Radiuses von 100 Metern. Hier oben kann ich jetzt eine neue Ladestation auswählen. Die setze ich jetzt einfach mal hier hin. Die Distanz zwischen der jetzigen neuen Ladestation und den alten Ladestationen ist relativ weit. Jetzt möchte ich die Distanz der neuen Ladestation zur alten Ladestation messen. Dafür klicke ich hier oben und kann die Strecke zwischen den 2 Punkten messen. Dazu möchte ich jetzt wissen, wie groß der Parkplatz ist, auf den ich meine Ladestation setzen möchte. Dafür wähle ich dieses Feld aus und kann meine Fläche messen. Zu guter Letzt kann ich nun schauen, ob ich die Ladestation, die ich neu ausgewählt habe, mit erneuerbaren Energiequellen versorgen kann. Dazu klicke ich hier auf die erneuerbaren Energiequellen und kann mir anzeigen lassen, wo schon heute regenerative Energie produziert wird. Sollten während der Nutzung der Karte irgendwelche Fragen aufkommen, kann man hier oben auf das Fragezeichen klicken und sich jede einzelne Funktion der Karte noch einmal erklären lassen. So, und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Planung Ihrer eigenen Ladestation.